Heute nähen wir Schritt für Schritt ein Mini-Kleid, das hochgeschlossen ist, keine Ärmel hat und leicht ausgestellt in A-Linie geschnitten ist. Das Ganze könnt ihr entweder ganz schlicht machen oder ihr wählt die Variante mit dem Patchwork-Muster. Ich zeige euch heute, wie das Ganze mit dem Kunstleder verarbeiten geht oder mit einer normalen Webware. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr ein cooles Mini-Kleid in A-Linie nähen könnt. Ob mit Teilungsnähten im Patchwork-Stil oder ganz schlicht und elegant, das entscheidest du. Ich zeige euch hier eine Variante, die ich aus Kunstleder fertige und das mit 2 kontrastierenden Stoffen. Das Kleid eignet sich so besonders für den Herbst. Wenn ihr aber einen Leinenstoff beispielsweise wählt, dann ist es das perfekte Nähprojekt für die heißen Sommertage. Ich gebe dir hier genaue Tipps zur Verarbeitung mit Kunstleder, aber sage dir auch, wie es funktioniert, wenn du gerade mit einer normalen Webware arbeitest. Beides ist möglich und beides macht viel Spaß. Das Schnittmuster kannst du dir ganz einfach über den Link in der Beschreibung herunterladen und dann direkt mitmachen. Ich zeige dir hier jeden Nähschritt genau, wie es geht und du machst am besten immer direkt mit, pausierst da, wo du es brauchst, wiederholst die Schritte so oft du möchtest, dann kann nichts schief gehen und du kannst auch nichts vergessen oder überspringen. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns einfach direkt mal an der Nähmaschine starten. Und bevor ich es vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal hier auf YouTube, denn dann kannst du keinen Teil der nächsten Kollektion mehr verpassen. Ganz viel Spaß beim Nähen! Wir beginnen mit den Abnähern. Dafür solltet ihr euch auf der linken Stoffseite einmal die Abnäherschenkel von eurem Schnittmuster übertragen. Und diese Schenkel, die stecken wir jetzt genau aufeinander. Wir nehmen dazu bei Kunstleder gerne Stoffklammern. Beim Arbeiten mit einer normalen Webware könnt ihr natürlich gerne Stecknadeln stecken. Wichtig ist, dass wir die Schenkel genau aufeinander legen und dann gleich darüber gerade nähen können. Von außen, von der Seitennaht bis zur Abnäherspitze. Beim Nähen ist es ratsam, entweder mit einem Teflon-Nähfuß oder mit einem Obertransport-Nähfuß, wie ich es hier nutze, zu nähen. Denn die Kunstlederlagen, die kleben so ein bisschen aufeinander und so stellt ihr dann sicher, dass der Nähfuß trotzdem gut darüber gleiten kann und die Stiche ein normales Stichbild ergeben. Wir verriegeln trotzdem ganz normal am Anfang und am Ende, nähen hier ganz bis in die Spitze hinein. So sollte das Ganze dann aussehen. Der erste Abnäher ist getan, bitte fertigt auch noch den auf der anderen Seite. Beim Nähen mit einem normalen Webstoff bügelt ihr jetzt den Abnäherinhalt einmal nach oben in Richtung des Armlochs. Beim Nähen mit Kunstleder legt ihr ihn einfach dorthin und dafür steppen wir ihn dann einmal knappkantig ab. Also wir nähen jetzt in der Richtung, in der wir den Abnäherinhalt gelegt haben, noch einmal bis zur Abnäherspitze, aber dieses Mal von der rechten Stoffseite aus und nur ganz knapp neben der Naht, also nur so 1 mm daneben. So sollte das jetzt also von der rechten Stoffseite aussehen. Ich werde jetzt mit dem Patchwork beginnen und lege dafür erstmal beide Oberteile rechts aufeinander. Das hier sind meine Rückteile und die stecke ich jetzt zusammen bis zum Schlitz. Dort findet ihr einen Knips. Und von dort nähe ich dann gerade herunter. Auch die beiden Vorderteile könnt ihr schon zusammenstecken. Da gibt es keinen Schlitz, das heißt, ihr könnt vom Halsloch bis ganz runter nähen. Verriegeln tun wir ganz normal am Anfang und am Ende der Naht. Die Nahtzugaben legen wir dann einmal auseinander. Beim normalen Nähen mit dem Webstoff könnt ihr die auseinander bügeln. Ansonsten wie beim Kunstleder wird es hier einfach so gelegt. Und die steppen wir dann noch einmal ab. Ich habe hier gerade das Rückteil, beim Vorderteil geht es genauso. Da näht ihr einfach von ganz oben nach ganz unten. Und zwar füßchenbreit entfernt von dem Schatten der Naht, die wir gerade genäht haben. Bei dem Rückteil, wie hier, fange ich jetzt unten an, nähe jetzt hoch bis zum Schlitz, wo ich die Naht eben geschlossen habe und nähe noch weiter, die Nahtzugaben weiterhin 1 cm umgeklappt zur linken Seite, bis ganz nach oben, sodass das einfach auch schon abgesteppt ist. Dann gehen wir auch nochmal so bei unseren Rockteilen vor, auch die legen wir rechts aufeinander, die beiden vorderen Rockteile und die beiden hinteren Rockteile, stecken die zusammen und nähen dann einmal von oben bis nach unten.
Nachdem ihr auch dort die Nahtzugaben auseinandergelegt habt und füßchenbreit auf beiden Seiten abgesteppt habt, dann verbinden wir einmal unseren Rockteil mit unserem Vorderteil und unser hinteres Rockteil mit unserem Rückteil. Die legen wir einfach rechts auf rechts bei der Teilungsnaht aufeinander und stecken sie zusammen. Wir achten darauf, dass die Teilungsnaht in der Mitte von unserem Patchwork genau aufeinander trifft und die vertikale Linie dann sozusagen fortläuft. Dann schließen wir im Vorderteil und im Rückteil jetzt diese horizontale Teilungsnaht. Hier machen wir es auch wieder so, dass wir die Nahtzugaben der gerade gefertigten Naht auseinander bügeln bzw. auseinanderlegen und dann auch hier wieder füßchenbreit absteppen. Das Ganze machen wir rechts und links vom Schatten der Naht und auch im Vorderteil sowie im Rückteil. Anschließend fügen wir unser Vorderkleid und unser Hinterkleid zusammen. Das heißt, wir legen beide Teile, die ja jetzt schon komplett zusammengesetzt sind, rechts auf rechts aufeinander und stecken sowohl die Seitennähte genau aufeinander als auch die Schulternähte. Diese 4 Nähte schließen wir als nächstes und achten auch bei den Seitennähten darauf, dass unser Patchwork-Muster genau fortläuft. Nähte fertig sind, dann schließt auch noch die kurze Strecke der Schulternaht auf beiden Seiten. Sowohl die Nahtzugaben der Seitennähte als auch der Schulternähte legen wir dann oder bügeln wir dann auch wieder auseinander und steppen sie von beiden Seiten füßchenbreit ab. Dann setzen wir unsere Belege für unsere Armlöcher zusammen. Wir brauchen immer einen vorderen Beleg und einen rückwärtigen Beleg, legen die beiden rechts auf rechts und schließen sowohl die Schulternähte als auch die kurzen Seitennähte. Und auch hier falten oder bügeln wir die Nahtzugaben wieder auseinander und steppen sie von beiden Seiten ab. Dann müssen wir einmal den zusammengesetzten Armlochbeleg jeweils dem richtigen Armloch zuordnen, denn wir legen den Beleg rechts auf rechts um das Armloch herum und möchten, dass auch der Beleg für das Vorderteil auf dem Vorderteil liegt und gleichzeitig auch der Rückteilbeleg auf dem Rückteil liegt. Dann stecken wir einmal ringsherum die Kanten aufeinander und steppen gleich auch einmal genau darum herum. Steckt auch das andere Armloch einmal so zusammen. Danach setzen wir unsere Belege für das Halsloch zusammen, genau wie sie hier angeordnet sind. Dafür setzen wir sowohl die vordere Mitte zusammen als auch die Schulternähte. Nur die hintere Mitte bleibt offen, weil wir da ja den Schlitz haben. Alle anderen kurzen Strecken legen wir rechts auf rechts und schließen sie dann anschließend mit einer geraden Naht. Damit sich auch hier die Nahtzugaben dann schön flach legen, empfehle ich auch diese Nahtzugaben anschließend rechts und links abzusteppen, füßchenbreit entfernt vom Schatten der Naht. Hier machen wir es wie beim Armloch, auch hier legen wir unseren Beleg rechts auf rechts um unser Halsloch herum. Wir schauen, dass alle Nähte genau aufeinander liegen, also zum Beispiel die Schulternähte, aber auch die Teilungsnähte. Und dann klappen wir in der hinteren Mitte, da ist ja offen, 1 cm zur linken Stoffseite um und stecken den dann so fest, denn wenn wir das später umgeklappt haben, dann ist die Nahtzugabe direkt innen. Jetzt nähen wir einmal ringsherum von hinterer Mitte zur nächsten hinteren Mitte. Und genauso nähen wir auch um das Armloch herum, auf beiden Seiten.
Beim Halsloch fange ich also auf dem umgeklappten Zentimeter an zu nähen und verriegel dort und nähe dann einmal bis zur anderen Seite. Da falte ich auch wieder den Zentimeter um und nähe rüber genau bis zur Kante. Dann bügeln bzw. falten wir den Beleg einmal so rum, dass beide rechten Stoffseiten außen liegen. Und wir möchten jetzt einmal den Beleg absteppen. Also wir steppen jetzt durch beide Lagen. Beginnen da, wo wir den Beleg auch 1 cm umgeschlagen haben. Aus Füßchen breit einmal das Halsloch ab, bis wir wieder in der anderen hinteren Mitte angekommen sind. Die kurze Seite vom Beleg, die jetzt noch nicht angenäht ist, da steppen wir noch einmal drüber, also entlang der hinteren Mitte, genau auf der Naht, die wir da schon zuvor gefertigt haben, als wir die Nahtzugaben zur linken Stoffseite am Anfang bei der Schlitzverarbeitung umgelegt haben und abgesteppt haben, steppen wir jetzt noch einmal drüber und befestigen so auch den Beleg. Dann nehmen wir uns unser kurzes Stück Gummiband dazu und möchten das noch in einer Schlaufe hier ebenfalls auf der gleichen Naht befestigen auf unserem Beleg. Ich lege mir das jetzt in so einer großen Schlaufe, dass der Knopf, den ich habe, da noch gut durchpasst, aber auch schön fest ist und nicht leicht herausrutscht. Und dann steppe ich einfach ein paar Mal vor und zurück über das Gummiband und nähe das hier fest. Das mache ich von der linken Stoffseite aus. Dazu passenden Knopf nähe ich dann auf die andere Seite an und zwar auch auf den Beleg, also von der linken Seite aus. Das mache ich einfach mit ein paar Handstichen. Bei den Armlöchern und den Belegen machen wir es nochmal genauso wie auch beim Halsausschnitt. Wir legen also den Beleg zur linken Seite um, bügeln ihn auch gegebenenfalls beim Webstoff und steppen dann einmal füßchenbreit um das ganze Armloch herum, bis wir wieder dort angekommen sind, wo wir angefangen haben. Und das machen wir bei beiden Armlöchern genauso. Die Saumbelege müssen wir auch noch zusammensetzen. Als erstes die beiden vorderen und dann die beiden hinteren und auch die Seitennähte schließen wir dann anschließend. Faltet oder bügelt dann auch wieder die Nahtzugaben dieser Nähte auseinander und steppt die Nahtzugaben rechts und links füßchenbreit ab. Und dann können wir den Beleg einmal rechts auf rechts um den ganzen Saum herumlegen. Die Vorderteile vom Beleg sollen da auch auf das Vorderteil von unserem Rock treffen und die Rückteile auf das Rückteil und alle Teilungsnähte sollten sich auch genau treffen. Dann legen wir die Nahtzugaben von der Naht, die wir gerade gefertigt haben, in Richtung des Beleges und steppen diese als erstes einmal knappkantig ab. Also von der rechten Seite vom Beleg die Nahtzugaben einfach in Richtung des Belegs legen und einmal ringsherum absteppen. Dann ist das Ganze nämlich schön flach, wenn wir den Beleg dann gleich noch umklappen.
So sollte das Ganze jetzt also aussehen. Hier haben wir die knappkantig abgesteppte Naht. Dann falten wir genau am Schatten der Naht einmal unseren Beleg zur linken Stoffseite und steppen diesen dann auch noch ab. Das Ganze passiert jetzt in einem größeren Abstand. Und zwar möchten wir hier einen breiteren Saum haben und daher soll die Breite genau die Belegbreite betragen. Ihr legt euch das Ganze dann also so an, könnt dann auch noch durch den Stoff fühlen oder eben von der linken Seite steppen und dann einmal ringsherum nähen. Wenn sich euer Kunstleder sehr dehnen lässt und das Ganze nicht so einfach zu handeln ist, weil sich das Ganze verzieht, dann näht nicht in dem Abstand von 5 cm, sondern macht das Ganze auch knappkantig oder füßchenbreit und kürzt dann auch die Belegbreite, denn dann braucht die Belegbreite nicht so breit sein, wie sie jetzt ist. Wer aber den breiten Saum mag, sollte das so machen und immer gut gucken, dass nicht eine Seite mehr ausgedehnt wird als die andere. Ja, das war's. Ich bin ganz gespannt, für welche Variante du dich entschieden hast. Lasst uns doch super gerne in den Kommentaren wissen und auch, wie es dir ergangen ist, wenn du zum Beispiel das erste Mal mit Kunstleder gearbeitet hast. Ich freue mich, von euch zu lesen und besonders freue ich mich natürlich auf unser nächstes gemeinsames Nähprojekt. Bis dahin ganz viel Spaß beim Tragen und bis bald. Fühl dich gedrückt.